Lektion 1: Inspirierende Geschichten. Ich habe in letzter Zeit einige inspirierende Geschichten erfolgreicher Menschen gelesen. Es ist so motivierend. Oh, das klingt interessant. Könnten Sie eines teilen, das Ihnen besonders aufgefallen ist? Sicher. Da ist dieser Unternehmer, der mit nichts angefangen hat und eine globale Marke aufgebaut hat. Das ist erstaunlich. Vor welchen Herausforderungen standen Sie unterwegs? Sie hatten unzählige Misserfolge, gaben aber nie auf. Es ist eine großartige Erinnerung daran, weiter voranzuschreiten. Das ist so inspirierend. Es weckt in mir den Wunsch, härter an meinen eigenen Zielen zu arbeiten. Genau. Geschichten wie diese zeigen, dass Erfolg mit Beharrlichkeit möglich ist. Haben Sie Empfehlungen für Bücher oder Ressourcen, um weitere Geschichten wie diese zu finden? Ja, es gibt einen tollen Podcast mit Interviews mit erfolgreichen Menschen. Ich schicke dir den Link. Lektion 2: Das Postamt finden. Können Sie mir auch sagen, wo die Post ist? Ich muss ein Paket verschicken. Ja, das Postamt befindet sich in der nächsten Straße, gleich hinter dem Lebensmittelgeschäft. Danke. Ist es leicht zu finden oder sollte ich nach Orientierungspunkten suchen? Es liegt direkt neben dem Park, sodass Sie es nicht verfehlen können. Draußen hängt auch ein großes Schild. Perfekt. Wissen Sie, ob Sie Expressversandoptionen anbieten? Ja, das tun Sie. Fragen Sie einfach am Schalter nach und Sie werden durch den Vorgang geführt. Das ist hilfreich. Ich werde jetzt dorthin gehen. Danke für die Wegbeschreibung. Kein Problem. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie sonst noch Hilfe benötigen. Wird tun. Du warst ein Lebensretter. Lektion 3: Beziehungen aufbauen. Wie kann ich gute Beziehungen zu Kollegen aufbauen? Darüber habe ich nachgedacht. Seien Sie unterstützend, hören Sie aktiv zu und zeigen Sie echtes Interesse an Ihrer Arbeit und Ihren Ideen. Das macht Sinn. Es geht darum, Vertrauen und gegenseitigen Respekt zu schaffen, oder? Genau. Kleine Gesten wie das Anbieten von Hilfe oder die Anerkennung Ihrer Bemühungen können viel bewirken. Das werde ich mir merken. Wie sieht es mit Teamaktivitäten außerhalb der Arbeit aus? Die sind auch großartig. Sie tragen dazu bei, Kameradschaft aufzubauen und den Arbeitsplatz angenehmer zu gestalten. Ich werde bald ein Teammittagessen oder einen Ausflug vorschlagen. Danke für den Rat. Jederzeit. Starke Beziehungen machen die Arbeit viel erfüllender. Vereinbart. Ich freue mich darauf, diese Tipps in die Praxis umzusetzen. Lektion 4: Interessen teilen. Lassen Sie mich auf jeden Fall wissen, wie es ausgeht. Ich bin gespannt auf Ihre Gedanken. Wird tun. Übrigens, genießen Sie auch Outdoor-Aktivitäten wie Wandern oder Radfahren. Ich liebe Wandern. Es hat etwas so Erfrischendes, in der Natur zu sein. Ebenfalls. Irgendwann sollten wir eine gemeinsame Reise planen. Das klingt nach einer tollen Idee. Hast du irgendwelche Lieblingswege? Es gibt ein wunderschönes in der Nähe mit atemberaubender Aussicht. Ich werde es dir irgendwann zeigen. Ich kann es kaum erwarten. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, sich zu entspannen und aktiv zu bleiben. Absolut. Lassen Sie uns ein Datum festlegen und es wahr machen.
Handeln. Das wird so viel Spaß machen. Lektion 5, Hotelausstattung. Ja, das können wir für Sie arrangieren. Wünschen Sie weitere Annehmlichkeiten in Ihrem Zimmer? Ein bequemes Bett ist für mich oberstes Gebot. Vielleicht auch ein paar zusätzliche Kissen? Natürlich. Wir sorgen dafür, dass Ihr Zimmer gemütlich und entspannend ist. Das ist großartig. Bieten Sie Zimmerservice oder Frühstücksoptionen an? Ja, wir haben ein komplettes Menü zur Verfügung. Sie können jederzeit während Ihres Aufenthalts bestellen. Perfekt. Das werde ich wahrscheinlich ausnutzen. Lassen Sie uns wissen, ob wir sonst noch etwas tun können, um Ihren Aufenthalt angenehm zu gestalten. Vielen Dank. Ich freue mich darauf. Wir sind hier, um sicherzustellen, dass Sie ein wunderbares Erlebnis haben. Lektion 6, Morgenroutinen. Ah, ich hasse diese unruhigen Nächte. Wie sieht Ihre Morgenroutine aus? Ich beginne mit einem Glas Wasser und leichtem Dehnen. Es hilft mir, auf natürliche Weise aufzuwachen. Das klingt erfrischend. Normalerweise gehe ich direkt Kaffee trinken, um meinen Tag anzukurbeln. Kaffee ist auch für mich ein Muss, aber ich versuche, ihn mit einem gesunden Frühstück zu kombinieren. Was hast du normalerweise? Ich bin immer auf der Suche nach neuen Ideen. Haferflocken mit Früchten oder Avocado-Toast. Schnell, einfach und anregend. Das muss ich mal ausprobieren. Mein Morgen könnte etwas mehr Struktur vertragen. Es macht einen großen Unterschied. Lassen Sie mich wissen, wie es läuft, wenn Sie es versuchen. Wird tun. Danke für die Tipps. Lektion 7, gemeinsam kochen. Ich stimme zu. Darüber hinaus können wir mit einer Küche einige Mahlzeiten selbst zubereiten. Das ist eine tolle Idee. Es ist gesünder und kostengünstiger, als ständig auswärts zu essen. Genau. Habt ihr Lieblingsrezepte, die wir ausprobieren könnten? Ich mache ein gemeines Nudelgericht. Wir könnten damit beginnen und von dort aus experimentieren. Klingt köstlich. Ich kümmere mich um den Lebensmitteleinkauf, wenn du beim Kochen die Führung übernimmst. Handeln. Es wird Spaß machen, gemeinsam zu kochen und zu essen. Wir können sogar Freunde zu einer hausgemachten Dinnerparty einladen. Das ist eine fantastische Idee. Machen wir es zu einer normalen Sache. Vereinbart. Das wird so viel Spaß machen. Lektion 8, die Schönheit der Wasserfälle. Über den Wasserfällen führt ein Seiltänzer waghalsige Stunts vor. Es ist unglaublich anzusehen. Wirklich? Das klingt sowohl spannend als auch erschreckend. Hast du es persönlich gesehen? Ja, es ist atemberaubend. Auch Dichter und Künstler kamen hierher, um die Schönheit einzufangen. Ich kann es mir vorstellen. Die Wasserfälle müssen für so viele kreative Köpfe eine Inspirationsquelle sein. Absolut. Die Kombination aus der Kraft der Natur und dem menschlichen Mut ist faszinierend. Ich würde gerne eines Tages vorbeikommen. Wissen Sie, ob es dort Veranstaltungen oder Festivals gibt? Es gibt jedes Jahr ein Kunstfestival, bei dem lokale Künstler ihre von den Wasserfällen inspirierten Werke präsentieren. Das klingt erstaunlich. Wir sollten einen Ausflug während des Festivals planen. Tolle Idee.
Es wird eine perfekte Mischung aus Abenteuer und Kreativität sein. Lektion 9: Unterkünfte auswählen. Der Aufenthalt in einer gemütlichen Hütte kann manchmal entspannender sein als in einem Hotel. Das ist interessant. Worauf achten Sie bei der Auswahl einer Unterkunft? Ich lege Wert auf Komfort und Lage. Ideal ist ein Ort mit toller Aussicht und einfachem Zugang zur Natur. Ebenfalls. Ich schaue auch nach Annehmlichkeiten wie einer Küche oder einem Kamin. Das sind tolle Ergänzungen. Dadurch fühlt sich der Aufenthalt eher wie zu Hause an. Genau. Bevorzugen Sie moderne oder rustikale Hütten? Ich tendiere zu rustikalen. Sie haben so viel Charme und Charakter. Ich stimme zu. Es ist etwas Besonderes, an einem Ort mit Geschichte zu übernachten. Planen wir bald einen Hüttenurlaub. Es wird der perfekte Zufluchtsort sein. Lektion 10: Twinkle, twinkle. Wie ein Diamant am Himmel funkeln, funkeln, kleiner Stern. Das ist ein kleines Gedichtlied, das ich immer sage. Das ist so ein Klassiker. Es ist eines der ersten Lieder, die ich als Kind gelernt habe. Ich auch. Es ist erstaunlich, wie etwas so Einfaches so einprägsam sein kann. Kennen Sie die Vollversion? Es gibt weitere Verse dazu. Ich glaube schon. Es geht um Staunen und Neugier, was ich liebe. Es ist eine großartige Möglichkeit, Kinder an Poesie und Musik heranzuführen. Absolut. Es ist zeitlos und universell. Vielleicht sollten wir eines Tages unser eigenes kleines Gedichtlied schreiben. Das ist eine lustige Idee. Probieren wir es aus. Lektion 11: Pizzaabend. Wie wäre es heute Abend mit Peperoni und Pilzen für die Pizza? Gute Wahl. Lassen Sie uns auch frischen Teig besorgen, um ihn zu etwas ganz Besonderem zu machen. Tolle Idee. Sollten wir auch etwas zusätzlichen Käse hinzufügen? Definitiv. Für etwas Abwechslung vielleicht ein paar Oliven oder Spinat. Klingt perfekt. Ich kümmere mich um den Belag, wenn du dich um den Teig kümmerst. Handeln. Das wird die beste hausgemachte Pizza aller Zeiten. Ich kann es schon beim Backen riechen. Machen wir es zu einer wöchentlichen Tradition. Ich liebe diese Idee. Der Pizzaabend ist jetzt offiziell angesagt. Vereinbart. Lasst uns loslegen und unsere Kreation genießen. Lektion 12: Neue Orte ausprobieren. Tolle Idee. Sollen wir bei unserer Lieblingspizzeria bestellen oder eine neue probieren? Versuchen wir es mit einem neuen. Es macht immer Spaß, verschiedene Geschmacksrichtungen zu entdecken. Guter Anruf. Haben Sie Empfehlungen? Es gibt einen Ort in der Innenstadt, der großartige Kritiken erhält. Perfekt. Versuchen wir es. Welche Toppings sollen wir bekommen? Wie wäre es mit einer Mischung aus klassischen und einzigartigen Optionen? Klingt nach einem Plan. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich auch. Neue Orte auszuprobieren ist immer ein Abenteuer. Machen wir es zu einer normalen Sache. Es gibt so viel zu entdecken. Lektion 13: Verlorene Gegenstände zurückholen. Was muss ich tun, um es zurückzubekommen?
Sie müssen ein Formular mit einer Beschreibung des Artikels und Ihren Kontaktdaten ausfüllen. Okay, wo finde ich das Formular? Es ist online oder am Kundendienstschalter erhältlich. Habe es. Muss ich einen Eigentumsnachweis vorlegen? Ja, bringen Sie alle Quittungen oder Fotos mit, die bei der Identifizierung des Artikels helfen können. Das macht Sinn. Wie lange dauert der Vorgang normalerweise? Es kommt darauf an, aber Sie werden Sie kontaktieren, sobald Sie eine Übereinstimmung finden. Danke für die Hilfe. Ich werde sofort mit dem Formular beginnen. Lektion 14: Transportlösungen. Wurden Busse zur Personenbeförderung organisiert, wenn der Zug nicht abfahren konnte? Ja, das haben Sie. Es ist Teil Ihres Notfallplans für Verzögerungen. Das ist gut zu wissen. Wie oft nutzen Sie diese Option? Nur bei Bedarf, aber es ist beruhigend, ein Backup zu haben. Absolut. Es zeigt, dass Ihnen der Komfort Ihrer Passagiere am Herzen liegt. Wissen Sie, ob die Busse komfortabel und zuverlässig sind? Soweit ich gehört habe, sind sie gut gewartet und effizient. Das ist großartig. Es ist schön, Optionen zu haben, wenn die Dinge nicht wie geplant verlaufen. Vereinbart. Dadurch wird das Reisen wesentlich stressfreier. Lektion 15: Bells Experimente. Bell begann seine Experimente draußen und konzentrierte sich dabei auf Flugmaschinen. Wirklich? Ich wusste nicht, dass er auch in der Luftfahrt tätig war. Ja, er hat riesige Drachen entworfen und getestet, in der Hoffnung, fliegen zu können. Das ist faszinierend. War einer seiner Entwürfe erfolgreich? Einige waren vielversprechend, aber er ist vor allem für seine Arbeit am Telefon bekannt. Dennoch ist es beeindruckend, wie er so viele verschiedene Bereiche erkundet hat. Absolut. Seine Neugier und Kreativität kannten keine Grenzen. Es ist eine Erinnerung daran, weiter zu experimentieren und Grenzen zu überschreiten. Genau. Sie wissen nie, wohin Ihre Ideen führen könnten. Lektion 16: Identifizierungsanforderungen. Um fortzufahren, ist eine Form der Identifizierung erforderlich. Okay, gut zu wissen. Hatten Sie irgendwelche Probleme damit? Nicht wirklich. Stellen Sie einfach sicher, dass es gültig und aktuell ist. Habe es. Akzeptieren Sie digitale Kopien oder müssen sie physisch sein? Sie bevorzugen physische Kopien, aber in manchen Fällen funktionieren auch digitale Kopien. Das ist hilfreich. Zur Sicherheit bringe ich beides mit. Gute Idee. Es ist immer besser, vorbereitet zu sein. Danke für den Rat. Ich sorge dafür, dass alles in Ordnung ist. Kein Problem. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Hilfe benötigen. Wird tun. Du warst schon jetzt eine große Hilfe. Lektion 17: Familienerbe. In den USA rühmen sich prominente Familien möglicherweise damit, dass ihre Familie 1620 auf der Mayflower vorbeigekommen sei. Das ist faszinierend. Für Sie ist es wie ein Ehrenabzeichen, nicht wahr? Genau. Es ist eine Möglichkeit, eine Verbindung zur frühen Geschichte des Landes herzustellen. In England führen Damen und Herren ihre Abstammung oft auf Adelsfamilien oder historische Persönlichkeiten zurück. Es ist interessant, dass das Erbe in beiden Kulturen eine so große Rolle spielt.
Wahr. Es gibt den Menschen ein Gefühl von Identität und Stolz. Wissen Sie viel über Ihre eigene Familiengeschichte? Ein wenig. Meine Vorfahren waren Bauern, aber ich würde gerne mehr erfahren. Vielleicht sollten wir uns beide unsere Stammbäume ansehen. Es könnte ein lustiges Projekt sein. Lektion 18: Politischer Erfolg. Konservativ oder liberal, nur die Zeit wird zeigen, wie erfolgreich Bush als US-Präsident sein wird. Das stimmt. Es ist schwer, die langfristigen Auswirkungen einer Führungskraft vorherzusagen. Seine Politik wird sicherlich sein Vermächtnis prägen, aber die Geschichte urteilt anders. Glauben Sie, dass sein Ansatz bei zukünftigen Generationen Anklang finden wird? Es hängt davon ab, wie sich seine Entscheidungen im Laufe der Zeit auswirken. Es ist immer interessant zu sehen, wie sich die Wahrnehmung Jahre später verändert. Genau. Was jetzt wichtig erscheint, könnte in Zukunft nicht mehr so wichtig sein. Es ist eine Erinnerung daran, sich auf Handlungen und nicht auf unmittelbare Meinungen zu konzentrieren. Vereinbart. Mal sehen, wie sich die Geschichte an diese Ära erinnert. Lektion 19: Stress überwinden. Verschiedene Techniken und gegenseitige Unterstützung, auf jeden Fall werden wir Stress überwinden und ein besseres Leben führen. Das ist der Geist. Welche Techniken fanden Sie hilfreich? Meditation und Bewegung wirken bei mir Wunder. Und du? Ich liebe es, Tagebücher zu schreiben und Zeit in der Natur zu verbringen. Es hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Die sind großartig. Vielleicht können wir irgendwann die Methoden des anderen ausprobieren. Das würde mir gefallen. Das Teilen von Strategien könnte uns noch stärker machen. Genau. Gemeinsam meistern wir alles, was uns das Leben in den Weg stellt. Machen wir es uns zum Ziel, unserer psychischen Gesundheit Priorität einzuräumen. Vereinbart. Ein stressfreies Leben ist in greifbarer Nähe, wenn wir daran arbeiten. Lektion 20: Accessoires einkaufen. Hallo, hast du hier schöne Accessoires gesehen? Ja, ich liebe diese Ohrringe. Sie sind so elegant und einzigartig. Das sind sie wirklich. Würden sie zu dem Outfit passen, das Sie planen? Perfekt. Ich suche seit Wochen nach so etwas. Das ist großartig. Gibt es andere Farben oder Stile? Das tun sie. Es gibt ein silbernes Paar, das genauso atemberaubend ist. Du solltest beides bekommen. Sie sind vielseitig und zeitlos. Sie haben recht. Ich werde mir diese und die silbernen gönnen. Ausgezeichnete Wahl. Sie werden überall am besten gekleidet sein. Lektion 21: Stadtkomfort. Im Baumarkt gab es alles, vom Werkzeug bis zum Baumaterial. Das ist praktisch. War es in der Nähe Ihres Zuhauses? Ja, es war auch ein kurzer Spaziergang zu den Schulen in meiner Stadt. Das klingt nach einem tollen Standort. Alles, was Sie brauchen, ist in der Nähe. Genau. Es machte das Erledigen von Besorgungen so viel einfacher. Vermisst du es, an einem solchen Ort zu leben? Manchmal. Das Gemeinschaftsgefühl war wunderbar. Ich kann es mir vorstellen. Kleine Städte haben ihren ganz eigenen Charme. Das tun sie wirklich. Vielleicht ziehe ich eines Tages zurück. Lektion 22:
Teig herstellen. Müssen wir den Teig gehen lassen, nachdem wir die Zutaten in der Schüssel vermischt haben? Ja, es ist wichtig, den Teig gehen zu lassen. Es hilft, die Textur und den Geschmack zu entwickeln. Wie lange sollen wir warten? Normalerweise etwa 1 Stunde oder bis sich die Größe verdoppelt. Sollten wir es mit einem Handtuch oder einer Plastikfolie abdecken? Um ein Austrocknen zu verhindern, eignet sich am besten ein feuchtes Handtuch. Habe es. Was ist der nächste Schritt nach dem Anstieg? Wir schlagen es aus, formen es und lassen es vor dem Backen noch einmal gehen. Das wird so viel Spaß machen. Ich kann es kaum erwarten, das Endergebnis zu sehen. Lektion 23: NCAA-Entwicklungen. Zwischen der National Collegiate Athletic Association, NCAA, und einer Gruppe von Sportlern kam es zu einer neuen Vereinbarung. Wirklich? Was bedeutet das für den Hochschulsport? Dies könnte zu mehr Rechten und Vorteilen für studentische Sportler führen. Das ist ein großer Schritt nach vorne. Glauben Sie, dass es das Spiel verändern wird? Definitiv. Es könnte einen Präzedenzfall für künftige Verhandlungen schaffen. Es ist an der Zeit, dass Sportler mehr Einfluss auf ihre Karriere haben. Vereinbart. Dies könnte ein Wendepunkt für den Hochschulsport sein. Mal sehen, wie es ausgeht. Es ist eine aufregende Zeit für Sportler. Absolut. Der Wandel zeichnet sich ab. Lektion 24: Budgetoptionen. Zur Kenntnis genommen. Ich habe einige Optionen gefunden, die in Ihrem Budget liegen. Möchten Sie, dass ich sie teile? Ja, bitte. Ich bin gespannt, was verfügbar ist. Hier ist die Liste. Jeder hat seine eigenen einzigartigen Eigenschaften. Diese sehen toll aus. Enthalten einige davon zusätzliche Vergünstigungen? Die zweite Option beinhaltet eine kostenlose Wartung für ein Jahr. Das ist ein schöner Bonus. Lasst uns damit fortfahren. Ausgezeichnete Wahl. Ich werde die Details für Sie finalisieren. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dies macht den Prozess viel einfacher. Freut mich. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie noch etwas benötigen. Lektion 25: Multinationale Chancen. Ein multinationaler Konzern? Das klingt spannend. Haben Sie über die Herausforderungen nachgedacht? Ja, es ist ein großer Schritt, aber die Chancen sind es wert. Welche Art von Rolle erwägen Sie? Etwas im internationalen Marketing. Es ist ein Bereich, für den ich schon immer eine Leidenschaft hatte. Das ist großartig. Deine Fähigkeiten würden hervorragend passen. Danke. Ich freue mich darauf, dieses neue Kapitel zu erkunden. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Ratschläge oder Kontakte benötigen. Das weiß ich zu schätzen. Ihre Unterstützung bedeutet uns viel. Jederzeit. Du wirst erstaunliche Dinge tun. Lektion 26: Ein wunderschöner Tag. Es ist ein wunderschöner Tag, nicht wahr? Definitiv. Hast du etwas Spaß gemacht? Ich machte einen langen Spaziergang im Park. Das Wetter war perfekt. Das hört sich wunderbar an. Den Nachmittag verbrachte ich lesend am See. Nichts geht über einen entspannten Tag im Freien.
Vereinbart. Es ist die perfekte Art, neue Energie zu tanken. Wir sollten mehr Tage wie diesen einplanen. Es ist gut für die Seele. Absolut. Machen wir es zu einer normalen Sache. Klingt nach einem Plan. Auf weitere schöne Tage. Lektion 27, Retro-Kleidung. Ich auch. Ich habe online nach Retro-Kleidung gesucht. Irgendwelche Vorschläge? Definitiv. In der Innenstadt gibt es einen tollen Vintage-Laden mit tollen Stücken aus den 70er und 80er Jahren. Das klingt perfekt. Gibt es eine gute Auswahl an Jacken und Accessoires? Ja, das tun sie. Letzte Woche habe ich dort eine Lederjacke gefunden, die direkt aus einem Film stammt. Ich werde es mir ansehen. Was ist mit Online-Shops? Irgendwelche Empfehlungen? Es gibt eine Website namens Retro Revival, die einzigartige Artikel anbietet. Ihr Versand ist auch schnell. Danke. Ich werde heute Abend Ihre Sammlung durchstöbern. Lass es mich wissen, wenn du etwas Cooles findest. Wir könnten sogar zusammen einkaufen gehen. Das ist eine tolle Idee. Ein Retro-Modetag klingt nach so viel Spaß. Lektion 28, College-Leben. Das College-Leben ist schön, aber wird wirklich erwartet, dass es ständig spannend ist? Sie fragen sich vielleicht, ob an einer Hochschule genug Dinge passieren, um einen Wochenplan auszufüllen. Wahr. Manchmal fühlt es sich an, als wäre es nur Unterricht und Lernen. Aber es gibt auch Clubs, Veranstaltungen und gesellige Zusammenkünfte. Es kommt darauf an, was du daraus machst. Das ist ein guter Punkt. Vielleicht sollte ich einem Verein beitreten oder mehr Veranstaltungen besuchen. Definitiv. Es ist eine großartige Möglichkeit, Leute kennenzulernen und neue Dinge auszuprobieren. In welchen Vereinen sind Sie Mitglied? Irgendwelche Empfehlungen? Ich bin im Fotoclub. Es ist kreativ und entspannend. Sie sollten es sich ansehen. Ich werde. Danke für den Vorschlag. Das College könnte mehr Spaß machen, als ich dachte. Lektion 29, Reisen in die Zukunft. In Zukunft müssen wir vielleicht nicht mehr über die Straße fahren. Wir könnten einfach durch den Weltraum fliegen, um dorthin zu gelangen, wo wir hinwollen. Das klingt unglaublich. Glauben Sie, dass es noch zu unseren Lebzeiten möglich ist? Angesichts der Geschwindigkeit, mit der die Technologie voranschreitet, könnte dies der Fall sein. Stellen Sie sich vor, Sie reisen in wenigen Minuten in ein anderes Land. Es würde alles verändern. Kein Verkehr oder lange Flüge mehr. Genau. Wir hätten mehr Zeit zum Erkunden und weniger Zeitverschwendung beim Reisen. Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Durch den Weltraum zu fliegen klingt riskant. Stimmt, aber wenn es so alltäglich ist wie Autofahren, wären die Sicherheitsmaßnahmen erstklassig. Ich hoffe, du hast recht. Es wäre eine erstaunliche Möglichkeit, die Welt zu sehen. Lasst uns groß träumen. Die Zukunft ist voller Möglichkeiten. Lektion 30, positiv bleiben. Sich an eine Routine zu halten, kann eine Herausforderung sein, aber ich erinnere mich an die positiven Auswirkungen auf mein Leben. Das ist eine großartige Einstellung. Was hilft Ihnen, motiviert zu bleiben? Ich konzentriere mich auf die Vorteile, wie bessere Gesundheit und Produktivität. Und du? Ich führe ein Tagebuch, um meine Fortschritte zu verfolgen. Verbesserungen zu sehen, treibt mich weiter an. Das ist klug.
Haben Sie Tipps zur Bewältigung von Rückschlägen? Ich versuche flexibel zu bleiben und nicht zu streng mit mir selbst umzugehen. Fortschritt ist nicht immer linear. Das ist eine gute Erinnerung. Es geht um Beständigkeit, nicht um Perfektion. Genau. Kleine Schritte führen im Laufe der Zeit zu großen Veränderungen. Danke für die Ermutigung. Lassen Sie uns gemeinsam weiter voranschreiten. Lektion 31: Geräumige Boxen. Ich suche eine Verpackung für den Versand meines Laptops. Glaubst du, dieser ist groß genug? Ja, unsere Boxen sind geräumig genug, um bequem einen Laptop unterzubringen, und bieten Platz für Polsterung, um ihn sicher aufzubewahren. Das ist gut zu wissen. Ich möchte nicht, dass es während des Transports beschädigt wird. Definitiv. Für zusätzlichen Schutz können Sie auch Luftpolsterfolie oder Schaumstoff hinzufügen. Haben Sie Empfehlungen für Versanddienste, die gut mit Elektronik umgehen? Ich habe großartige Erfahrungen mit Diensten gemacht, die Sendungsverfolgung und Versicherung für zerbrechliche Gegenstände anbieten. Das klingt perfekt. Ich werde darauf achten, es sicher zu verpacken und eine zuverlässige Versandoption zu wählen. Es ist immer besser, auf Nummer sicher zu gehen, insbesondere bei etwas so Wichtigem wie einem Laptop. Danke für den Rat. Ich bin jetzt viel zuversichtlicher, was den Versand angeht. Lektion 32: Frustration neu arrangiert. Ich habe mein gesamtes Zimmer umgeräumt, aber jetzt kann ich nichts finden. Es ist so frustrierend. Oh, das ist nervig. Haben Sie bei der Organisation jemanden um Hilfe gebeten? Nein, ich dachte, ich könnte es alleine schaffen, aber jetzt bereue ich es nicht besser geplant zu haben. Vielleicht können Sie damit beginnen, Kisten zu beschriften oder Abschnitte für verschiedene Artikel zu erstellen. Das ist eine gute Idee. Ich werde versuchen, alles zu kategorisieren, um es leichter zu finden. Es kann einige Zeit dauern, aber sobald es organisiert ist, werden Sie sich viel wohler fühlen. Sie haben recht. Ich muss nur geduldig sein und es Schritt für Schritt angehen. Wenn Sie Hilfe benötigen, helfe ich Ihnen gerne weiter. Manchmal macht eine neue Perspektive den Unterschied. Vielen Dank, vielleicht nehme ich Ihr Angebot an. Es ist immer besser, Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Lektion 33: Zusammenarbeit mit Influencern. Sollten wir mit Influencern zusammenarbeiten, um für unser neues Produkt zu werben? Ja, die Zusammenarbeit mit Influencern kann unsere Sichtbarkeit wirklich steigern und ein breiteres Publikum erreichen. Das habe ich mir gedacht. Sie haben eine so starke Verbindung zu Ihren Anhängern. Genau. Wir müssen nur Influencer finden, die zu unseren Markenwerten und unserer Zielgruppe passen. Ich habe bereits eine Liste potenzieller Kandidaten erstellt. Sollten wir uns an sie wenden? Definitiv. Lassen Sie uns einen Vorschlag entwerfen, der die Vorteile einer Zusammenarbeit mit uns hervorhebt. Gute Idee. Wir können Ihnen auch exklusive Vorschauen oder Rabatte anbieten, um es attraktiver zu machen. Das ist eine tolle Strategie. Influencer lieben einzigartige Möglichkeiten, von denen ihre Follower profitieren. Ich werde sofort mit der Ausarbeitung des Vorschlags beginnen. Dies könnte für unsere Marke von entscheidender Bedeutung sein.